allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Juli und August 2015. Wie immer schauen wir uns so an, was es so an Termine gibt, was sich so auf der Werkbank tut, was ich Neues gekauft habe und was sonst so ansteht. Ich habe dieses Mal nur einen Termin für euch. Der Sommer ist natürlich, da ist nicht so viel los, als jeder im Urlaub, das ist klar. Deswegen fällt der nächste Termin erst wieder in den September, und zwar 19. September ist in Nürnberg die große Figurenausstellung und Figurenbörse von den Zinnfigurensammlern. Da war ich noch nie. Ich habe allerdings so einen schönen Flyer bekommen und es ist ziemlich interessant. Deswegen werde ich da mal hingehen. Das Eintritt ist 2 Euro. Das klingt doch ganz vernünftig. Kann man ein bisschen einkaufen und ich bin sicher, man kann auf jeden Fall eine Menge schöne Figuren da bestaunen. Und wenn es geht, werde ich da auch ein Video drüber machen. Wie schon gesagt, im Sommer haben alle Urlaub und so ähnlich ist es bei mir eigentlich auch. Deswegen, wie jeden Sommer, ist dann immer mein Plan, relativ viele Videos zu machen, wo ich irgendwo hinfahre, wo ich euch irgendwas zeigen will, hier in der Gegend oder auch etwas weiter weg. Das kommt ganz drauf an. Ich habe da ein paar Sachen im Kopf, das habe ich auch schon in vorigen Updates immer wieder erwähnt, wo ich einfach nicht dazugekommen bin und ich hoffe, ich komme mal dazu, dorthin zu fahren, zu bestimmten Plätzen, Orten, Länder und euch das ein bisschen näher bringen kann. Das wäre ziemlich spaßig und filmemacherisch auch relativ interessant, weil nicht nur Modellbau ist mein Hobby, auch Videos ist mein Hobby. Zum Beispiel habe ich was Neues ausprobiert, das habt ihr vielleicht gesehen mit dem Nerdlingen-Video. Da ein bisschen neue Filmtechniken anzuwenden, wie ich das vorher eben noch nicht gemacht habe. Aber da habe ich mir eine Menge vom Carlos Mendes abgeschaut, wo der mich besucht hat. Das war ganz praktisch. Dann noch ein paar Worte zum Get Out of Your Comfort Zone Gruppenbau. Da hatte ich jetzt im Juli überhaupt keine Zeit dafür, mich da zu beschäftigen wegen Prüfung. Da war Lernen angesagt und da konnte ich jetzt kein Auge drauf haben. Der Gruppenbau ist jedenfalls Ende Juli zu Ende gegangen. Wir werden dann mal, sobald genügend Fotos da sind von allen, ein Video machen, also der Russell und ich, und dann das euch präsentieren. War auf jeden Fall eine Menge schöne Sachen dabei. Ich habe das eigentlich einigermaßen gut verfolgen können, nur das ganze Administratorische, das ist mir ein bisschen, nicht so rausgegangen, wie ich das wollte. Ich persönlich bin jetzt da auf dem Gebiet nicht weiterkommen. Wie gesagt, Prüfungen, keine Zeit. Und wenn man dann Zeit hat, dann will man ein bisschen was bauen, das einen entspannt und nicht irgendwas bauen, das einen irgendwie besonders herausfordert. Deswegen war das eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich brauchen konnte zu der Zeit. Ich werde aber die angefangenen Sachen und die Sachen, die ich auch sonst noch im Kopf hatte, einfach bauen, wie es mir kommt und das dann eben entsprechend auch betiteln, denn ich denke, man kann aus seiner Komfortzone rausgehen, wann immer man will. Da braucht es eigentlich kein festes Datum dafür. Trotzdem vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ist ziemlich interessant, ziemlich ungewöhnliche Modelle und wir werden da in Zukunft noch öfter drauf zu sprechen kommen, glaube ich. Bedanken möchte ich mich auch bei allen, die bei meiner Verlosung mitgemacht haben. Das war ziemlich witzig und spannend und ich denke, das ist zur Zufriedenheit aller abgelaufen. Fand ich eine tolle Aktion und vielleicht können wir sowas ähnliches bei Zeiten wieder mal machen. Gut, genügend gequatscht, jetzt schauen wir uns mal ein paar Modelle an. Ich habe zurzeit mehrere Projekte auf der Werkbank, das stört mich ein bisschen, weil jedes relativ umfangreich ist. Aber das ein oder andere Projekt wird jetzt dann ziemlich bald abgeschlossen und dann geht es wieder ein bisschen entspannter weiter. Das hier ist von Dragon, das Stück 3 Ausführung G. Das ist jener Bausatz. Der ist für den Stuck Live Gruppenbau von Adam Mann
Da baut man einfach jedwede Art von Sturmgeschützen. Und das ist eben mein Eintrag da dafür. Der Bausatz an sich ist ganz nett. Das Problem ist einfach nur, ja, die Ketten. Die sind einfach unmöglich. Die sind aus diesem DS-Material, das nicht wirklich gut einpackt war. Das heißt, die Führungsszene sind alle verbogen gewesen. Die Details teilweise recht schwammig. Gar nicht gut. Deswegen habe ich mir da von Easy Metal Links wieder die Metallketten besorgt. Die sind jetzt hier schon grundiert. Weil es blieb einfach keine andere Wahl, möchte ich mal sagen. Dazu kommt noch jede Menge Zuladung hinten aufs Heck drauf. Und von Verlinden gibt es da noch die Besatzungsfiguren dazu. Ja, das Ganze hat natürlich auch die Schürzen dran. Das Ganze, weiß ich jetzt noch nicht, was ich genau damit tue. Bin mir auch noch gar nicht ganz sicher, was für eine Tarnbemalung das Fahrzeug kriegen soll. Das sehen wir dann im Laufe der Zeit. Ein zweites Modell, das gerade in der Mache ist von Trompeter, der E100. Das ist ein Bausatz, den habe ich einfach so aus dem Lager gezogen, weil mir gerade danach war, irgendwas Großes zusammenzukleben zur Entspannung. Der ist jetzt soweit gebaut. Das nächste wird er lackiert. Ich habe diese komischen Gummiketten ersetzt. Trompeter bietet da Einzelgliederketten an dafür. Die waren auch nicht teuer und haben sich ziemlich gut zusammenbauen lassen. Man kann eigentlich alles zusammenstecken und dann wird das Teil mit den Führungsszenen vorsichtig eingeklebt und dann passt es. Ich habe allerdings die Ketten nicht beweglich gelassen. Ich finde es ziemlich störend bei der Lackierung. Deswegen habe ich die dann wie sonst auch zusammengeklebt und dann so abnehmbar gelassen mit einer Öffnung. Genau. Dann habe ich noch eine Kommandantenfigur mir zusammengebaut aus verschiedenen Restteilen. Das ist natürlich ziemlich cool. Da ist, ich sag mal, der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das ist ein absolut fiktives Fahrzeug. Da kann auch ein fiktiver Soldat drin sitzen, hier mit Körperpanzerung von allem. Finde ich recht interessant. Ansonsten habe ich das Fahrzeug auch noch ziemlich interessanter gestaltet mit Zusatzteilen. Wer den Bausatz schon kennt, wird es sehen. Ich habe zum Beispiel hier die Nebelwurfanlage hinzugefügt. Notec-Scheinwerfer. Dann hier diese, ich sag mal, Stöpsel, weil ich diese Seitenpanzerung nicht verwenden will. Und es sah ein bisschen komisch aus, deswegen habe ich da so Stöpsel da drauf geklebt. Am Heck mehr Werkzeug, Staukisten, auch am Turm oben noch ein Seeschlitz, kleinen Staukasten. Ja, Ziel war einfach, dass das Modell so aussieht, als ob es wirklich im Einsatz gestanden hätte. Das werde ich auch mit der Lackierung so machen. Oder man sieht auch hier ein paar Einschusslöcher und Abpraller. Das ist eigentlich ganz interessant. Und eine weitere Sache ist natürlich das Alurohr. Das ist nicht dabei. Das ist einfach von dem Jagdtiger so ein Alurohr. Das ist ja dieselbe Kanone gewesen. Oder wäre dieselbe Kanone gewesen. Genau. Ja. Das ist ein kleines Nebenprojekt, an dem wurschtel ich immer rum, wenn sonst alles irgendwie erledigt ist und ich gerade nicht weiterarbeiten kann an was anderem. Da soll auch ein Diorama dafür entstehen irgendwann. Ist aber schwierig, das, was ich da im Kopf habe, umzusetzen. Aber es wird irgendwie klappen. Also rechnet es nicht allzu bald mit irgendeinem Diorama dafür. Das kann noch eine Weile dauern. Den Schotkal Gimmel oder Schotkal Gimel, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, habe ich auch noch in der Mache von AFV Club.
Der Panzer ist ja schon gebaut. Das habt ihr ja schon gesehen, denke ich. Jetzt bin ich gerade am Diorama zugange. Das ist jetzt lackiert. Als nächstes wird dann hier das Seitenstreifen noch ausgestaltet mit Erde, Gras und so weiter und so fort. Figuren sind auch bemalt. Das war besonders interessant, mal wieder zivile Figuren zu bemalen. Und die Mülltonne ist natürlich auch ziemlich schön zu machen. Kann man viel altern und überhaupt. Ist eigentlich ganz interessant, so alltägliche Gegenstände mal hier auf dem Werktisch zu haben. Damit müsste ich eigentlich ziemlich zügig fertig sein. Das dürfte nämlich lang dauern. Zumindest hoffe ich das, wenn alles glatt geht. Und dann könnt ihr eben noch einen dritten Teil des Bauberichts anschauen, der sich hauptsächlich mit dem Diorama befasst. Und dann wird es auch noch ein extra Video geben, wo man dann alles im Detail sieht mit entsprechender Musik und Referenzbilder, wie man das sonst auch kennt. Da freue ich mich schon drauf, das dann mal fertig zu sehen. Dann möchte ich mich nochmal in aller Öffentlichkeit bei Andy und Carlos bedanken. Die haben mir zusammen dieses Buch geschenkt über den Panzerkampfwagen 3 von Waldemar Trojka, denke ich mal. Das dürfte ein polnischer Verlag sein. Ja, polnischer Verlag, der das rausbringt, und das ist so ziemlich das Detaillierteste, was man sich an Büchern über den Panzer 3 vorstellen kann. Sehr schön, mein Lieblingspanzer und ein ganzer Schinken über dieses Fahrzeug. Das finde ich sehr schön. Vielen Dank dafür, Jungs, kann ich sehr brauchen. Und weil wir schon gerade beim Thema sind, ich habe mir auch noch Bücher gekauft. Und zwar einmal ein Buch über die 2. Panzerdivision von Dörfler. Die Bücher sind nicht übermäßig teuer, zumindest bei Amazon. Mit interessanten Fotos, da kriegt man immer eine Menge Dioramen-Inspiration raus. Und das 2. Buch, auch vom Dörfler Verlag, die 1. SS-Panzerdivision. Ist ein bisschen dünner, aber auch recht interessant. Sehr schön. Und jetzt schauen wir uns die neuen Bausätze an, die ich mir zugelegt habe. So viel dazu. Eine Menge Figuren, viele Flieger und LKWs oder allgemein Radfahrzeuge interessieren mich auch ziemlich. Deswegen habe ich ja auch vor kurzem mal diesen Steyr da gebaut. War auch ein interessanter Bausatz. Kann ich ziemlich empfehlen. Es war was anderes, keine Ketten und Kanonen, dafür aber schöne Formen. Ja, ist auch ganz schön. Den ein oder anderen Bausatz, den ihr gerade gesehen habt bei den Neuzugängen, möchte ich auch mal vorstellen, beziehungsweise auch ein paar Zurüstsets. Das vom Black Dog ist vielleicht recht interessant. Und ja, ansonsten könnt ihr in nächster Zeit eigentlich mit allem Möglichen rechnen. Also Baubericht-Video für den Schott Kall, dann Videos, wo ich irgendwo einen Ausflug mache und Bausatzbesprechungen. Auch Videos nur mit fertigen Modellen. Alles ist möglich, das volle Programm. Und ich hoffe, euch gefällt es genauso sehr, wie es mir gefällt. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, frohes Basteln, schönen Sommer, hoffe ich auch.
Und man sieht sich wieder im nächsten Video. Euer Hamika Varkas.